Moin! Ja, es ist jetzt Anfang Mitte Oktober so langsam. Die Temperaturen sind kühler geworden. Morgens ist sehr viel Feuchtigkeit da. Tagsüber ist es aber noch immer ziemlich trocken, also wenig Niederschlag. Heute Nacht und heute Vormittag war es ziemlich windig, sodass da einiges an Blättern und so runtergekommen ist, was ich noch zusammengehakt habe. Und dann habe ich heute vermutlich das letzte Mal jetzt gemäht, auf so 15, 16 mm. Das war ja mein kurzer Schnitt jetzt für den Spätsommer. Und jetzt werde ich über den Winter und über den Spätherbst, denke ich, das Gras ein bisschen höher wachsen lassen, sodass ich so zwischen 30 und 40 mm halten will für den Winter. Hier ist auch ganz gut was rumgekommen. Also der Rasen wächst auf jeden Fall noch deutlich, obwohl die Temperaturen nachts jetzt schon oft unter 10 Grad liegen. Tagsüber sind sie dafür so zwischen 15 und 20 Grad, also ist noch deutliches Wachstum hier vorhanden. Aber ich habe natürlich auch viel gemacht, hier mit dem Langzeitdünger gedüngt, mit dem Flüssigdünger gedüngt, gesandet jetzt gerade erst vor ein paar Wochen. Also der Rasen ist gut versorgt. Ja, wie lange lasst ihr denn euer Gras für den Winter? Würde mich mal interessieren. Genau, ich denke mal, dass das im Moment doch ein bisschen kurz ist. Gut, aber was habe ich heute sonst noch vor? Und zwar habe ich heute noch mal vor zu düngen. Es gibt ja diverse Herbstdünger, die man kaufen kann. Bei den Herbstdüngern ist es jetzt so, dass die sich im Grunde genommen eigentlich nur von der Zusammensetzung her unterscheiden. Also das, was drin ist, ist eigentlich immer das Gleiche. Das sind ja diese NPK-Dünger, diese Volldünger. NPK sind dabei die wichtigsten Nährstoffe, nämlich Stickstoff, für N Phosphat, für P und K Kalium. Und genau das Kalium ist nämlich auch das, was in so einem Herbstdünger ganz besonders hoch drin ist, ganz besonders stark vorhanden ist, zugunsten der anderen Sachen. Also Stickstoff und Phosphat ist ein bisschen weniger drin, dafür viel Kalium. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich habe noch was von meinem alten, ja, was heißt von meinem alten, von meinem Sommerdünger übrig, von meinem Sommerlangzeitdünger. Da ist auch schon ein bisschen Kalium drin, aber halt noch nicht so ein hoher Anteil. Also der Kaliumanteil bei den Herbstdüngern, der liegt so um die 20% meistens, also deutlich höher. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir einen mehr oder weniger reinen Kaliumdünger bestellt habe. Da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Magnesium mit drin, gucken wir gleich mal rein. Aber auf jeden Fall ist da ein sehr hoher Kaliumanteil drin. Und da habe ich jetzt vor, die beiden Dünger, also meinen Sommerdünger, mit dem Kaliumdünger zusammen zu mischen. Von dem Kaliumdünger nehme ich die angegebene Menge, die man geben soll auf die Fläche, und von meinem Langzeitdünger nehme ich einfach die Hälfte. Das heißt, damit ist auch die Menge von Stickstoff und von Phosphat halbiert und ich habe die Menge von Kalium deutlich erhöht. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, die ihr machen könnt. Wenn ihr nicht jetzt auf zusätzlichen Herbstdünger euch kaufen wollt, dann könnt ihr einfach einen Kaliumdünger kaufen und den benutzen und mischen. Kalium kann man ja, das kannst du im Frühjahr wieder benutzen, im Sommer wieder benutzen. Kalium ist ja für alles gut. Ist ja nicht nur gut für den Winter, um die Frostsicherheit zu stärken, sondern auch für den Sommer, um die Hitzebeständigkeit zu stärken. So, das ist also jetzt der Kaliumdünger hier, wieder mal so ein großer Sack, also auch nicht unbedingt in einer kleinen Menge bestellbar. Wofür Kalium gut ist, das ist ja noch aus meinem Theorie-Dünger-Video. Also es stärkt erstmal das Wurzelwachstum, das wirkt sich natürlich auf vieles aus, auf die Nährstoffaufnahme, auf den Wasserhaushalt, also der Rasen wird trockenresistenter. Außerdem für den Winter ist es wie ein Frostschutzmittel, das heißt es beugt vor gegen Schnee und Kälte und schützt auch gegen verschiedene Krankheiten, also gegen verschiedene Schimmelpilzbildungen. Also es ist wirklich eine Wunderwaffe für den Rasen und für die Halme. Jetzt werfen wir nochmal einen genaueren Blick hier auf den Inhalt. Das ist jetzt der Langzeitdünger vom Sommer mit 24,58. Das ist also die NPK-Angabe, also 54% Stickstoff, 5% Phosphat, 8% Kalium. Und davon habe ich ja jetzt gesagt, nehme ich die Hälfte. Angegeben ist hier 30 bis 40 Milligramm pro Quadratmeter. Da werde ich jetzt dann die Hälfte nehmen. Dann werde ich das jetzt hier mit dem Kalium-Magnesium-Dünger mischen und der hat eben ein NPK-Verhältnis von 0,0, also kein Stickstoff drin, kein Phosphat drin, dafür 27% Kalium. Ja, von dem soll man auch so 30 bis 40 Milligramm pro Quadratmeter nehmen, also die gleiche Dosierung wie hier oder die gleiche Menge wie hier. Das entspricht dann auf meinen 150 bis 200 Quadratmeter hier irgendwas zwischen 6 bis 8 Kilo.
Das heißt, von dem hier nehme ich 4, von dem hier nehme ich 8 und das mische ich jetzt einmal zusammen. Und so, ich habe jetzt gerade mal einen Blick hier reingeworfen und der ist sehr fein granular nur, also das ist sind schon eher nur Krümelchen. Im Gegensatz zu dem Dünger, der ist ja deutlich dicker. Deswegen habe ich mich entschieden, das jetzt doch nicht zu mischen, sondern beides einzeln zu verteilen. Jetzt habe ich hier zwischen 7 und 8 Kilo, ziemlich genau 8 Kilo. Natürlich, das Eimergewicht ist auch noch drin, also 7,5 Kilo ungefähr. Also so 4 Kilo von dem Dünger wollte ich ja nehmen. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr in dem Sack drin gehabt, jetzt ist der alle. Ich bin jetzt hier knapp bei 5,2 vielleicht so ungefähr. Das ist aber jetzt nicht so schlimm, der Eimer wiegt auch noch mal so ein halbes Kilo ungefähr. Das heißt, da bin ich ein Stückchen drüber, aber das ist okay. Normalerweise kann ich ja bis zu 8 Kilo hier drauf tun. Und ich gehe auch ganz gerne immer mehrmals drüber. Also ich fülle mir die Menge ab, die ich haben will. Und gehe dann über die ganze Fläche 2 bis 3 Mal, kreuz und quer oder längs und quer, um halt eine Überdüngung zu vermeiden. Und stelle lieber die Öffnung am Schleuderstreuer ein bisschen kleiner ein und gehe dafür lieber ein bisschen öfter. So, da kann man schön sehen, wie die Körnchen im kurz geschnittenen Gras liegen. Das werde ich jetzt noch mal ein bisschen einsprengen mit dem Schlauch. Und zwar mit dem Schlauch, weil ich gern den Druck haben möchte, um das Kalium und den Dünger ein bisschen zu lösen und auf den Boden zu bringen, dass ich mir nicht, wenn ich das nächste Mal mähe, mit dem Handspindelmäher mir die ganzen Körnchen in den Fangkorb schleudere. Da habe ich ja dann auch nichts von. Gut, dann freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Kommentiert gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.